Es ist kurz vor Weihnachten und jetzt gibt es eine kleine Auszeit. Holt euch einfach eine Tasse Tee, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück. Jetzt könnt ihr 5 Minuten einfach zuhören. Jetzt kommt nämlich eine Geschichte, aber eine, die das Leben schrieb. Ich habe hier diesen besonderen Adventskalender, den habe ich geschenkt bekommen, der andere Advent. Vielleicht kennt den manche von euch. Jedenfalls, da bin ich an einer Geschichte hängen geblieben, die ganz ermutigend ist. Also fast zu schön, um wahr zu sein, aber die ist wirklich passiert. Und so ist unser Leben, voller Wunder. Man muss sie nur sehen und manchmal eben auch hören. Und deswegen lese ich sie euch jetzt vor. Das ist original entnommen aus einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung online, schon vom letzten Jahr. Und die wurde verfasst von Moritz Geier. Sie heißt Ein Lachen, das ihr bekannt vorkam. Die Geschichte beginnt auf der anderen Seite des Glücks im Jahr 1974. Mit 17 bringt Leonor Lindsay einen Jungen zur Welt, aber fürs Muttersein fühlt sie sich noch nicht bereit. Sie gibt ihn frei zur Adoption. Sein Gesicht habe ich nie gesehen, hat sie unter Tränen der Washington Post erzählt. Sie haben ihn aus dem Raum geschoben und ich erinnere mich nur, dass ich einen Kopf voller Haare sah und meine Mutter mir sagte, wie hübsch er war. Danach verdrängt Lindsay diesen Teil ihrer Jugend, lebt ihr Leben nach vorn gewandt, wird erwachsen, bekommt eine Tochter, verkauft Cookies, Chocolate Pies und Red Velvet Cakes in ihrem Kuchenladen Give Me Some Sugar in South Shore, Chicago. Gib mir ein bisschen Zucker. Bis eines Tages das Telefon klingelt. März 2022. Am Apparat meldet sich eine Ahnenforscherin. Ihr Sohn suche nach ihr. Sie könne sich bei ihm melden. Hier seine Nummer. Warmer Hunter sagt, seine Kindheit sei schwierig gewesen. Irgendwann sei es dann eine TV-Show gewesen, die ihn über seine eigene Kindheit und die Adoption nachdenken ließ. Er kommt auf die Idee, nach seiner Mutter zu suchen, lässt seine DNA analysieren und kontaktiert jene Ahnenforscherin, die seine Mutter finden wird. Leonor Lindsay ruft also bei Warmer Hunter an und jetzt nimmt diese Geschichte ihre Wendung Richtung Hollywood. Denn auf Hunters Display erscheint keine fremde Nummer. Give Me Some Sugar steht da, der Name seiner Lieblingsbäckerei. Die Nummer hat er eingespeichert. Er ist ja seit Jahren so etwas wie ein Stammgast dort. Der Laden befindet sich unweit seiner Wohnung. Mindestens einmal die Woche habe er sich dort ein Frühstück gegönnt, wird er später US-Medien erzählen. Die besten Pancakes, die ich je gegessen habe, Punkt. Oder etwas Süßes am Nachmittag, eine Zitronenschnitte, ein Schokocookie. Und er unterhält sich immer gern mit der Chefin, wenn sie hinter der Theke steht. Als der Name der Bäckerei auf seiner Anzeige leuchtet, hat er trotzdem nur einen Gedanken. Warum ruft mich Give Me Some Sugar an? Auch Lindsay war ahnungslos. Den Namen hatte sie vorher nicht ihrem Kunden zugeordnet. Den Rest des Telefonats darf sich vielleicht ja bald mal ein Drehbuchschreiber ausdenken. Besonders begabt muss er nicht mal sein. Lindsay sagt, wir haben einfach angefangen zu schreien. Wäre diese Geschichte fiktiv, hätte sie vermutlich selbst Hollywood als zu gefühlig eingeschätzt. Und dann ist da ja auch noch die Anekdote mit dem Lachen. Warmer Hunters Lachen, hat Leonor Lindsay erzählt, sei ihr nämlich schon aufgefallen, lange bevor sie wusste, wer er war. Dieses Lachen des Stammkunden hatte sie immer an ihren Bruder erinnert. Sie weiß jetzt, warum.
Ja, und mit dieser Geschichte wünschen wir euch von Jenseits des Gewöhnlichen ganz hoffnungsfrohes und leuchtendes Weihnachtsfest. Mit viel Licht und Wärme für eure Herzen, von dem großen Licht Jesus selbst, der in unsere Welt kam, um uns die Erlösung zu bringen und das Licht. Und der uns beschenken will, gerade heute, mit seiner Hoffnung und mit seiner Zuversicht. Frohe und gesegnete Weihnachten und viel Segen fürs neue Jahr. Ha?